So my namaste to all of you. Namaste an euch alle. Thanks for coming. Und vielen Dank fürs Kommen. So have you realized how much you have connected your name with your life? Hast du erkannt, wie sehr du deinen Namen mit deinem Leben verbunden hast? If words influence you, Wenn dich Worte beeinflussen, it means anyone can else influence you very easily. dann bedeutet das, dass dich auch jeder andere ganz einfach beeinflussen kann. Anyone can influence you. Jeder kann dich beeinflussen. Just word. Nur Worte Just one single word. oder nur ein Wort, ein einziges Wort. There is no legs of the word. But still it runs in you so fast. Dieses Wort hat keine Beine und dennoch rennt es so schnell in dich. How easily you believe in words. Wie leicht glaubst du an Worte? And every single person have different experience with the same word. Und jede einzelne Person hat ganz unterschiedliche Erfahrungen mit einem und demselben Wort. For example, if you say dog to Indian person, Zum Beispiel, wenn du Hund zu einer indischen Person sagst, and there's lots of chance that person will mind. dann stehen die Chancen hoch, dass dir die Person das übel nimmt. Because they have accepted dog as a dirty animal. Weil sie den Hund als ein dreckiges Tier angenommen haben, Who lives in the street. das auf der Straße lebt. And if you say dog to someone, Westerners, a European, maybe they will not mind so deeply. Und wenn du Hund zu jemandem aus dem Westen, zu einem Europäer sagst, dann wird es ihnen vielleicht nicht so viel ausmachen. So it's totally depend on you how much importance you are giving to particular word. Es ist also völlig von dir abhängig, wie viel Wichtigkeit du einem bestimmten Wort beimisst. When you're giving too much importance to one word, Wenn du einem Wort zu viel Wichtigkeit beimisst, then that word is not going to leave your mind. dann wird dieses Wort nicht wieder aus deinem Verstand verschwinden. And that word will keep continue roaming in you. Und dieses Wort wird sich immer in dir weiter bewegen. If you're influenced by somebody else outside just because of the word, Wenn du beeinflusst bist von jemand anderem im Außen, dann nur wegen eines Wortes. it should not be like this. Und so sollte es nicht sein. All relationships is only depend on the words. All die Beziehungen sind nur von Worten abhängig. Can you imagine staying with somebody without speaking any word? Kannst du dir vorstellen, mit jemand zusammen zu bleiben, ohne nur ein Wort zu sprechen? Without any single word. Ohne ein einziges Wort. If you can make that relationship without word, that relationship can be a much more deeper. Wenn du so eine Beziehung machen kannst, ohne Worte, dann wird diese Beziehung viel, viel tiefer sein. Then you can connect
to something which is totally immortal. Dann kannst du dich mit etwas verbinden, das völlig unsterblich ist. But normally, we are connected either with the words, with any kind of relationship, or some kind of identity. Aber normalerweise sind wir verbunden entweder durch Worte oder durch irgendeine Art von Beziehung oder irgendeine Art von Identität. You know, there is one energy. Es gibt eine Energie, One energy, simple. ganz einfach, eine Energie. If you accept that energy as it is, without any identification, Und wenn du diese Energie annimmst, so wie sie ist, ohne irgendeine Identifizierung, that can help you much more better. dann kann dir das sehr viel helfen. And there is one supreme God. Und es gibt einen höchsten Gott. When I'm saying God, I'm not talking about any kind of images. Und wenn ich Gott sage, dann spreche ich nicht über irgendwelche Arten von Bildern. I'm talking about energy. Ich spreche über Energie. And that is Brahman, the universe. Und das ist Brahman, das Universum. And all these divine powers Und all diese göttlichen Kräfte witnessed in macrocosm, like in external world, and also in microcosm, which is like individual being. Sie sind wie Zeuge im Makrokosmos, also in der äußeren Welt und auch im Mikrokosmos, in jedem einzelnen Wesen. The Brahman, which is absolute, Brahman, das etwas Absolutes ist, filling all the space, filling space, also der den ganzen Raum füllt. covering the space, and self-sufficient. Und der unabhängig ist. You know, in the ancient time, there was one very famous knowledge. Zu alten Zeiten gab es ein ganz berühmtes Wissen. They call it honey knowledge. Das haben sie Honigwissen genannt. Madhu Vidya, honey doctrine. Honigdoktrin. And they keep it very secret, this knowledge. Und dieses Wissen haben sie ganz geheim gehalten. Master was only allowed to just transfer this knowledge only to the real seeker. Einem Meister war es nur erlaubt, dieses Wissen an die wahrhaft Suchenden weiterzugeben. And on that time, it was more easy to reach person inner core. Und zu dieser Zeit war es einfacher, eine Person im Kern zu treffen, zu erreichen. So there were so many stories belongs to this honey doctrine. Und es gibt so viele Geschichten, die im Zusammenhang stehen mit dieser Honigdoktrin. And there was one conversation. One time there was a conversation between the Shvetketu as a disciple and the master Kapya. Und eines Tages gab es ein Gespräch zwischen Shvetketu, dem Meister, und einem Schüler. One day they were sitting together. Sie sind eines Tages zusammengesessen The master said to Shvetketu, und der Meister hat zu ihm gesagt, all this is honey all das ist Honig. of all this. All this is honey of all this. All das ist Honig von all dem. Shvetketu was a little bit confused Und Shvetketu war ein bisschen verwirrt, to hear this statement from the master diese Aussage vom Meister zu hören. and continue thinking, what does means honey here? Und er hat
gedacht oder darüber nachgedacht, was Honig hier bedeutet. There must be something, Dann some inner teaching in that word. in diesen Worten muss etwas Bestimmtes liegen, eine innere Lehre. And Shwetketu left the boundary of the ashram and went to forest Shwetketu ist dann aus dem Ashram-Gelände herausgegangen und ist in den Wald gegangen. and keep continue thinking on this statement. Hat immer noch über diese Aussage nachgedacht. Then he reached to one marigold garden Und dann ist er an einen Garten gekommen and there was a banyan tree, very big. und da stand ein ganz großer And Banyanbaum. he reached to that banyan tree Und er ist bei diesem Banyanbaum angekommen. and he saw the honeycomb there. The honey? Comb, where honeybees stay. Okay, und er sah, also hat praktisch so einen Bienenstock gesehen. And he was just start watching that honeycomb. Und er hat angefangen, diesen Bienenstock anzuschauen. And also focusing on the word honey. Und er hat sich auch auf das Wort Honig konzentriert. Then he realized honey is golden, brown, thick and sweet. Und dann hat er erkannt, dass Honig golden ist und braun und dick und süß. But why this honey for the bees? Aber warum ist dieser Honig für die Bienen? Maybe it's a wealth of honey. Honey bees. Vielleicht dient es dem Wohlstand oder dazu, dass es den Bienen gut geht. So it means it is riches. Es bedeutet also, dass es etwas sehr Reiches ist. The next day morning, Shwetketu went to his master, Kapaya, Und am nächsten Morgen ist Shwetketu zu seinem Meister Kapaya gegangen and said to him, und hat zu ihm gesagt, I know honey is riches, but still I don't understand your teaching. ich weiß, dass der Honig etwas ganz, ganz Reiches ist und dennoch verstehe ich deine Lehre nicht. Then the master replied, Und dann hat der Meister geantwortet, this earth diese Erde, This earth is the honey of all beings, and all beings are the honey of this earth. diese Erde ist der Honig aller Lebewesen und alle Lebewesen sind der Honig dieser Erde. The bright, immortal being who is in this earth and the bright, immortal being who is in this body are both honey. Das helle, unsterbliche Wesen, das in dieser Erde ist, und das helle, unsterbliche Wesen, das in diesem Körper ist, sie sind beide Honig. These four are but the self. The underlying divinity, if you just check, the energy which is going in through every single things is totally the same. Also die Energie, die in allem ist, die in jeder einzelnen Sache ist, das ist völlig die gleiche. These are four, like they say the statement, that earth is the honey for all beings, and all beings are the honey for the earth, and the bright, like immortal being which is in earth and also in the body, they are like four. But he's saying they looks like four, but when you see, they are one. Ja, der sagt, das sieht so aus, als ob es 4 wären. Die Erde und der Honig und dieses helle, unsterbliche Wesen. Aber es ist alles ein und dasselbe. And knowing this, Und das zu wissen, the truth,
is the immortality. Die Wahrheit zu wissen, das ist Unsterblichkeit. Then again, Shvetketu left the room and went to the forest. Und dann ist Shvetketu wieder aus dem Zimmer gegangen und ist in den Wald gegangen. This is the way to transform actually. Und das ist der Weg, um zu verwandeln. Shravan, Manan and Nidhyasana. Shravan means what you are listening carefully. Shravan bedeutet das, was du hörst, was du sorgfältig hörst. And after listening, it is very important to do Manan on that, to think on that. Und nachdem du es gehört hast, ist es ganz, ganz wichtig, Manan zu machen, sprich darüber nachzudenken. When you are not doing any thinking, any Manan on whatever you have heard, Und wenn du nicht darüber nachdenkst, über all das, was du gehört hast, then that is not going to transform in you. dann wird sich das nicht in dich verwandeln. You go from one satsang to another satsang, one master to another master, it will become totally baseless. Und du gehst von einem Satsang zum nächsten und von einem Meister zum nächsten und es wird völlig umsonst sein. You have to practice. Du musst üben. Then Shvetketu went again to the same place, Marigold Garden. Shvetketu ist wieder zum gleichen Garten gegangen. Then he started thinking, what is the role of earth as a honey? Und er hat angefangen zu denken, was ist die Rolle der Erde als Honig? And he was watching how the honeybees were buzzing around. Und er hat zugeschaut, wie die Honigbienen herumgeflogen sind. And busy, like always. Und wie sie beschäftigt waren, so wie sie immer beschäftigt sind. Then he thought, why honey for the honeybees? Und dann hat er gedacht, warum Honig für die Honigbienen? Then he realized, maybe it's love. Und dann hat er erkannt, vielleicht ist es Liebe. The next day he reached to master again Und am nächsten Tag ist er wieder zum Meister gegangen. and said to his master, I know honey is love. Und dann hat er zu ihm gesagt, ich weiß, Honig ist Liebe. But still I don't understand your teaching. Aber dennoch verstehe ich deine Lehre nicht. Then master said, Und dann hat der Meister gesagt, the sun, the planet, the sun, die Sonne, also der Planet, die Sonne, is the honey of all beings. ist der Honig aller Lebewesen. And all beings are the honey of the sun. Und alle Lebewesen sind der Honig der Sonne. The bright, immortal being who is in the sun and the bright, immortal being who is in the body are both honey. Das helle, unsterbliche Wesen, das in der Sonne ist, und das helle, unsterbliche Wesen, das im Körper ist, sie beide sind Honig. They look four, but they are not more than a self. Und es sieht so aus, als ob sie 4 wären. Sie sind aber nicht mehr als eines selbst. Now Shvetketu got another idea. Then he again left and went to the forest. Und Shvetketu hat jetzt eine neue Idee bekommen und ist wieder in den Wald gegangen. Then Shvetketu thought, it is very difficult for me to solve this question, so let's ask maybe the god of this honeycomb. Und er hat gedacht, es ist sehr schwierig für mich, diese Frage zu lösen. So, lass mich also fragen. Then he asked to a honeybee god, what is a honey? Und dann hat er den Imker gefragt, was ist Honig? When the god heard this question, and he was not happy to hear this question. Und als er diese Frage gehört hat, war er nicht glücklich damit, diese Frage zu hören. Then he said to Shvetketu, what a stupid question you asked. Und er hat zu Shvetketu gesagt, was stellst du da für eine dumme Frage? What is a life without honey? Was ist ein Leben ohne Honig? Then Shvetketu, next day morning, went to his master. Und Shvetketu ist am nächsten Morgen zu seinem Meister gegangen. Then asked again, Master, I know honey is alive, but still I don't understand your teaching. Und er hat gesagt,
Meister, ich weiß, Honig ist Leben und dennoch verstehe ich deine Lehre nicht. Then Master said, Und dann hat der Meister gesagt, the moon is the honey of all beings. der Mond ist der Honig aller Lebewesen. And all beings are honey of the moon. Und alle Lebewesen sind der Honig des Mondes. Again he repeated. Und er hat wiederholt. The bright immortal being who is in the moon and bright immortal being who is in the body are both honey. Und er hat wiederholt, das helle, unsterbliche Wesen, das im Mond ist, und das helle, unsterbliche Wesen, das im Körper ist. Sie beide sind Honig. These are four, but the self. Das sind 4, aber ein und dasselbe. Then again he left Shvetketu and went to the forest. Und Shvetketu ist wieder in den Wald gegangen. And this time he decided, let's ask to the queen of this honeycomb. Und dieses Mal hat er beschlossen, er fragt die Königin des Bienenstocks. Then Shvetketu asked to the god of this honeycomb, is it possible to just meet queen? Und dann hat er die Wächter des Bienenstocks gefragt, ist es möglich, die Königin zu treffen? Then the god said, no, it's not possible. Queen never leaves her chamber. Und der Wächter hat gesagt, nein, das ist nicht möglich. Die Königin verlässt nie ihre Kammer. But I can ask question to her from your side. Ich kann ihr deine Frage stellen. And then he went to the queen. Und dann ist er zur Königin gegangen. The question was the same. What is the honey? Und die Frage war die gleiche. Was ist Honig? And in the meantime, the Shvetketu start counting all the bees in that honeycomb. Und in der Zwischenzeit hat Shvetketu angefangen, all die Bienen in diesem Bienenstock zu zählen. And there were around 753 bees were there. Und da waren um die 753 Bienen. And in the meantime, that god came out Und dann ist der Wächter wieder herausgekommen. and said, the queen has replied, Und er hat gesagt, die Königin hat geantwortet, that honey is all bees and all bees are a honey. dass der Honig alle Bienen ist. Und alle Bienen sind Honig. They are mutually interrelated. Mutually. Also sie sind gegenseitig miteinander verbunden. And they are effect of each other. Und ihr gegenseitiger Effekt, Honey affects honeybees and bees also affects the honey. und sie haben einen Effekt aufeinander. Der Honig hat einen Effekt auf die Bienen und die Bienen auf den Honig. Then Shvetketu got the answer and next day came to the master. Und Shvetketu hat diese Antwort bekommen und ist am nächsten Tag zum Meister gekommen And told the whole story. und hat ihm die ganze Geschichte erzählt. Master said, now you got it. Und dann hat der Meister gesagt, jetzt hast du es verstanden. They are interrelated. Sie sind miteinander verbunden, Like mother and child. so wie eine Mutter und ihr Kind. If honey dies, Wenn der Honig stirbt, honeybee will also die. dann wird auch die Honigbiene sterben. It's not possible to save the honeybees without honey. Ohne Honig ist es nicht möglich, die Bienen zu retten. And if honeybee die, Und wenn die Honigbiene then honey will stirbt, also die. dann wird auch der Honig sterben. You cannot save it. Du kannst ihn nicht retten. We all are connected like a spokes. You have seen in a chariot wheel, the wooden wheel, there is a spokes and the hub in the middle. Wir alle sind verbunden, so wie bei so einem Wagen an einer Kutsche oder so einem hölzernen Rad. So these spokes are like all gods, all creatures, all being.
Whatever you can see here, planets, in matter, anything, these spokes are like this. All die Speichen sind die Götter und all das, was du hier sehen kannst. And the hub, which is in the center, Und diese Danke. Diese Narbe, die da in der Mitte ist, is the self. das ist das Selbst. If you look, all spokes somehow just connected with that hub, that center. Und wenn du es dir anschaust, sind alle Speichen mit dieser Narbe, mit diesem Zentrum verbunden. So no one is separate here. Niemand ist also voneinander getrennt. Everything is somehow getting the energy, the juice from that self, that center. Jeder bekommt die Energie, den Saft von diesem Selbst, von dieser Mitte, von diesem Zentrum. Suppose when you sow one seed into the soil, Angenommen, du säst einen Samen in die Erde after a few years it becomes a plant, big tree, und nach ein paar Jahren ist er zur Pflanze, zu einem großen Baum then geworden. flower comes, then fruit comes. Und der blüht dann und trägt Früchte. Then you can see now there is a life in a fruit. Und dann kannst du sehen, dass da Leben ist in der Frucht. And when fruit ripe, it's automatically disconnected. Und wenn die Frucht reif wird, dann trennt sie sich automatisch. From outside you can say, this fruit is dead now. Von außen kannst du sehen, dass diese Frucht jetzt tot ist. But where he died? Aber wo ist sie gestorben? When he died, he's still in the space. Wenn sie tot ist, dann ist sie dennoch im Raum. Still he is in the energy. Sie ist immer noch in der Energie. It looks from outside that fruit is gone, but not in reality. Von außen sieht es so aus, als ob es diese Frucht nicht mehr gibt, aber so ist es nicht in Wirklichkeit. Because this earth is also in somewhere in the space. Weil diese Erde auch irgendwo im Raum ist. Now you can say this is the east or that is the west, north and south direction, but in reality if there is no earth, how you can recognize the directions? Which one is the north or which one is the south? Und jetzt kannst du die Richtungen benennen. Das ist Norden oder Süden oder Osten oder Westen. Wenn es aber keine Erde gäbe, wie könntest du dann wissen, wo Norden oder Süden oder Osten oder Westen ist? And when you touch the table, und wenn du einen Tisch berührst, or when you touch the tree, oder wenn du einen Baum berührst, at the same time you are touching the sun. Berührst du zur gleichen Zeit die Sonne. Because that plant is also a part of that sun. Weil diese Pflanze auch ein Teil der Sonne ist. Sun played a very important role for the growth of that tree. Die Sonne hat eine ganz wichtige Rolle beim Wachstum dieses Baumes gespielt. Whole energy is there in the sun. Die ganze Of the sun in that tree. Die ganze Energie der Sonne ist in diesem Baum. So if you are touching the wood, a table, you are also touching the sun at the same time. Wenn du also das Holz oder den Tisch berührst, dann berührst du zur selben Zeit auch die Sonne. When I speak to anyone, it means I am also speaking to everybody. Wenn ich mit einer Person spreche, bedeutet das auch, dass ich mit jedem spreche. When I see anything, it means I am seeing everything. Und wenn ich etwas sehe, bedeutet es auch, dass ich alles sehe. When you see everything, when you are not focusing on the different kinds of the spokes, when you are focusing directly to that center, that self, the hub. Und wann siehst du alles, wenn du dich nicht auf die einzelnen Speichen konzentrierst, sondern direkt auf dieses Zentrum, auf dieses Selbst, auf diese Narbe? When I touch anything, it means I'm touching everything. Wenn ich etwas berühre, bedeutet das, ich berühre alles. When you touch a drop of water, wenn du einen Tropfen Wasser berührst, somehow you're also touching the river. Dann berührst du in gewisser Weise auch den Fluss. Touch is the same. Die
Berührung ist die gleiche. The energy, what you must see, that the self, beyond all that, spokes. Die Energie, die du sehen musst, die ist jenseits dieser Speichen. And the same when I know anything, it means I know everything. Und genauso ist es, wenn ich etwas weiß, bedeutet das, ich weiß alles. Here you don't have to know every single thing. Just one thing you must have to know, and then you know automatically everything. Du musst nicht jede einzelne Sache kennen. Wenn du nur eine Sache kennst, dann bedeutet das, du kennst automatisch alles. If suppose one tree is dying, Angenommen, wenn ein Baum stirbt, then don't think only tree is dying. dann denke nicht, dass nur der Baum gestorben That ist. is also going to influence the sun, which is so far from here. Das wird auch die Sonne beeinflussen, die so weit von hier entfernt ist. So little part of sun also die at the same moment. Ein kleiner Teil der Sonne ist also auch gestorben im gleichen Moment. Yeah, if it is vice versa, when sun die, that influence will be more stronger. That's the other thing. Ja, die andere Sache ist, wenn es umgekehrt ist, wenn die Sonne stirbt, dann ist der Einfluss noch größer. Aber das ist eine andere Sache. So in reality, even if one ant die, that also gives little impact on the universe. In Wirklichkeit ist es also so, dass selbst wenn eine kleine Ameise stirbt, dass das auch einen kleinen Einfluss auf das Universum hat. But not in that strong level. Aber natürlich nicht auf diesem starken Level. But impact is there. Aber es hat einen Einfluss. When husband die, Wenn ein Ehemann stirbt, then at the same moment, wife also die. Not physically maybe. dann stirbt im selben Moment auch die Ehefrau. Vielleicht nicht körperlich. When child die physically, Wenn ein Kind stirbt körperlich, then something also in mother also dies. dann stirbt auch etwas in der Mutter. Because she is mother because of the child. Denn sie ist eine Mutter wegen des Kindes. So somehow the son and mother are connected. So ist also ein Sohn und die Mutter sind sie verbunden. So this connection is there, which we call the interrelated. Und diese Verbindung ist also da, die wir gegenseitig nennen. And it's the same when someone cut your toe. Und es ist dasselbe, wenn dir jemand den Zeh abschneidet. When someone cut off your toe, then something will also die in your body. Dann wird auch etwas in deinem Körper sterben. So you can see everything is connected. Du kannst also sehen, alles ist verbunden. Then the master said, when you look the earth, Und dann hat der Meister gesagt, wenn du dir die Erde anschaust and when you look the body, und wenn du dir den Körper anschaust, the physical, when you see your physical body, you find also something which is like an earth. wenn du dir deinen physischen Körper anschaust, dann findest du auch etwas, das wie Erde ist. Like for example, like your teeth. Zum Beispiel deine Zähne. So when you see, then earth is in the body and body is in the earth. Du siehst also, die Erde ist im Körper und der Körper ist in der Erde. Somehow they are interconnected. Sie sind miteinander verbunden, gegenseitig verbunden. That's what they said, dust unto dust. When the person die, then where it merge into the earth. Und deswegen sagt man Staub zu Staub. Wenn eine Person stirbt, wohin geht sie dann? In die Erde. You go back again to the earth and other four elements. Du gehst wieder zurück zur Erde und zu den anderen 4 Elementen. And if you look the moon, Und wenn du dir den Mond the anschaust, vital force what you have is like a moon. die Lebenskraft, die du hast, ist wie ein Mond. The vital force. And what is the connection with moon? Und was ist die Verbindung zum Mond? There is a cycle in the moon. Da gibt es einen Kreislauf beim Mond. Changing.
From no moon to full moon to no moon. Von Neumond zu Vollmond und Vollmond zu Neumond. And if you look, the vital force in you is also changing. Sometimes you are full of energy, sometimes you have less energy, sometimes you don't have anything, you don't feel anything. Und wenn du dir deine Lebenskraft anschaust, dann verändert sie sich auch. Manchmal bist du voller Energie und manchmal hast du gar keine Energie. And then there is a fire element also. The fire in you and you are in the fire. Und dann gibt es das Element des Feuers. Feuer ist in dir und du bist im Feuer. And what is fire in you? Und was ist Feuer in dir? The speech. Die Sprache. When you speak out, that is a fire. Without fire, you cannot speak out. Wenn du etwas aussprichst, dann ist das Feuer. Ohne Feuer kannst du nichts aussprechen. And when you see, there is also water in you. Und wenn du schaust, da gibt es auch Wasser in dir. If you look, the scientists say the body is 70% with the water. Wissenschaftler sagen, der Körper besteht zu 70% aus Wasser. One side, you can see the influence of moon on you. Auf der einen Seite kannst du den Einfluss des Mondes auf dich sehen. But at the same moment, every action had is it reaction. So you are also reacting towards to the moon also. Und auf der anderen Seite reagierst du auch auf den Mond, so wie wir sagen, jede Handlung hat auch eine Reaktion. So moon in you is working like a mind. Der Mond in dir arbeitet also wie der Verstand. And then air. Und dann die Luft. Working as a vital energy. Die als Lebensenergie fungiert. In a form of prana, apana, samana, udana, vyana. In all diesen Formen. And what are the heavens in your body? Und was sind die Himmel in deinem Körper? Your ears. Deine Ohren. What is the sun in your body in reality? Und was ist die Sonne in deinem Körper in Wirklichkeit? Your eyes. Deine Augen. Your eyes work like a sun. Deine Augen fungieren als Sonne. That's why wherever the light comes of the sun, on the stuffs, on things, you see. Das ist der Grund dafür, dass du alles siehst, worauf das Licht der Sonne fällt. And whatever you are seeing is nothing is happening outside. Everything is happening in you. Und alles, was du siehst, das passiert nicht im Außen. All das passiert in dir. If you see your family, if you see any friend, everything actually you are seeing in you. Nothing is outside. Wenn du deine Familie siehst oder Freunde, passiert das nicht im Außen, es passiert in dir. So you have to understand the energy. Du musst hier also die Energie verstehen. There are no two different laws. You cannot say the law of the human beings are different from the law of the nature or God. Es gibt keine zwei verschiedenen Gesetze. Du kannst nicht sagen, das Gesetz des Menschen ist anders als das Gesetz der Natur oder das Gesetz von Gott. Nothing's are like this. So ist es nicht. Totally same. Sie sind völlig dasselbe. And that's the reason when there is a honey, you cannot say that this honey comes from that flower or from another flower. Und das ist der Grund dafür, dass wenn da Honig ist, dass du dann nicht sagen kannst, dass dieser Honig von dieser oder jener Blume kommt. You cannot find this. Das kannst du nicht herausfinden. So here everything is honey. Hier ist also alles Honig. You are in honey and honey is in you. Du bist im Honig und Honig ist in dir. It is not possible to get separate from the self. Es ist nicht möglich, dich vom Selbst zu trennen. It's not like when you are enlightened that you will be connected with something, with self or yourself.
Es ist nicht so, dass du, wenn du erleuchtet bist, dass du dann verbunden bist mit etwas, mit dem Selbst oder mit deinem Selbst. What enlightenment is? To realizing you are already connected. Was ist Erleuchtung? Zu erkennen, dass du schon verbunden bist. You just have to realize that self, that half. Not focusing on the spokes. Du musst nur dieses Selbst, diese Narbe erkennen und dich nicht auf die Speichen konzentrieren. When you are still giving importance to words, then again your mind is busy with these spokes around that you. Und wenn du den Worten immer noch Wichtigkeit beimisst, dann ist dein Verstand mit den Speichen beschäftigt. And now you have to find your own. Und jetzt musst du dich selbst finden. How much you are giving importance to your words. Jetzt musst du für dich selbst herausfinden, wie viel Wichtigkeit misst du Worten bei. Do you think any single word is important to you in your life? Denkst du, dass irgendein einziges Wort für dich in deinem Leben wichtig ist? Every single word is a toy of your mind. Every single word. Jedes einzelne Wort ist ein Spielzeug deines Verstandes. Doesn't matter it's a good word or the bad word. Doesn't matter. Ganz egal, ob es ein gutes oder ein schlechtes Wort ist. So come out from the influence of these words. Komm also heraus aus dem Einfluss dieser Worte. It's not like when somebody come and say bad to you, you immediately react, you become angry. And if somebody come and say good to you, you immediately become so happy. Wenn jemand kommt und irgendetwas Schlechtes sagt, dann reagierst du und wirst wütend. Und wenn jemand kommt und etwas Gutes sagt, wirst du sofort glücklich. And when you are focusing too much on the words, then anyone can come and distract you. Und wenn du dich zu sehr auf die Worte konzentrierst, dann kann jeder kommen und dich ablenken. Anyone can come and change your mood. Jeder kann kommen und kann deine Stimmung ändern. So be careful. Sei also vorsichtig. You know, when you realize who you are, Wenn du erkennst, wer du bist, immediately you become a part of this whole existence, this whole Brahman. dann wirst du sofort zu einem Teil dieser ganzen Existenz, dieses ganzen Brahman. And which is your real or true identity? Was deine wirkliche und deine wahre Identität ist. And more you go closer to that identity, Und je näher du dich dieser Identität näherst, you are in Ananda, you are in bliss. desto mehr bist du im Ananda, in der Seligkeit. Look, all, like I said before, all your trouble, Wie ich zuvor gesagt habe, all deine Reise just only with words. all deine Reisen sind nur mit Worten. Your name, your profession. Dein Name, dein Beruf. You think you are according to your name. You think you are according to your profession. Du denkst, dass du so bist, wie es deinem Namen entspricht oder wie es deinem Then you Beruf think- entspricht. You identify yourself according to your religion. Und dann denkst du, dass du dich deiner Religion entsprechend identifizierst. Or you identify yourself according to your family name. Oder du identifizierst dich mit deinem Familiennamen. Or you identify yourself according to the country, citizenship. Du identifizierst dich mit dem Land. So many identifications you have by color, by height, by fat or thin. So many is there.
So viele verschiedene Identifikationen hast du. Durch die Farbe, durch die Größe, ob dick oder dünn. You're totally influenced by these words. Es gibt da so viele und du bist völlig von diesen Worten beeinflusst. When you give more importance to any word, that is more closer to you. Und wenn du einem Wort mehr Wichtigkeit beimisst, dann ist dieses Wort näher bei dir. Like when you're so attached to your name. Wie wenn du so sehr an deinem Namen anhaftest. And if somebody come and say Mr. ABC is stupid or crazy, und wenn jemand kommt und sagt, Herr ABC ist dumm oder verrückt, that Mr. ABC will mind so much. Dann wird es Herrn ABC sehr viel ausmachen. Because that is the word you are connected with your mind. Weil das Wort ist, mit dem du am meisten mit dem Verstand verknüpft bist. Yes, actually. Wer ist es, der sich die Frage stellt, wer bin ich? Who is it who is asking this question, who am I? You have to find yourself. Das musst du selbst herausfinden. Wenn da jemand ist, der fragt, wer ich bin, dann ist es doch schon wieder Dualität. So when there is somebody who is asking, who am I, it's again duality. Of course there is. But you have to start journey from outside to inside. Ja, natürlich ist da Dualität, aber du musst deine Reise beginnen, von außen nach innen. In starting, your mind is asking this question to you. Am Anfang stellt dein Verstand dir diese Frage. And mind is also not you. Und der Verstand, das bist auch nicht du. But still you have given this role to your mind, ask this question to me. Aber dennoch hast du deinem Verstand diese Rolle gegeben, dass er dir diese Frage stellen soll. The mind can make you fool that you are by your name, by your profession, by your citizenships, by your color. Und dann kann ich der Verstand zum Narren halten und sagen, dass du dich identifizierst mit deinem Namen oder deinem Beruf oder deinem Land oder deiner Farbe. Your mind can also tell you maybe you are a husband, you are a wife, or you are a child, your son, Und dein Verstand, other with a relationship. Und dein Verstand kann dir vielleicht auch sagen, du bist ein Ehemann oder eine Ehefrau oder ein Kind oder ein Sohn. And that will come until you don't find that who you are. Und das wird so weitergehen, bis du herausfindest, wer du bist. It will come to this question till you don't realize that there is no role of mind also in you. Mind is also not you. Diese Frage wird sich immer stellen, bis du zu der Erkenntnis kommst, dass auch der Verstand keine Rolle hat und dass du nicht der Verstand bist. In reality, you don't get any answer. In Wirklichkeit bekommst du keine Antwort. What will happen? Your question will disappear. Was wird geschehen? Deine Frage wird verschwinden. Because all your questions are doubts coming because of your mind. Denn all deine Fragen und Zweifel kommen wegen deines Verstandes. And when all your question disappears, then the real answer comes. Und wenn all deine Fragen verschwinden, dann kommt die wahre Antwort. And real answer is not going to come in words or language. Und die wahre Antwort kommt nicht in Worten oder in Form von Sprache. It's a self. Sie ist ein Selbst. If there is no two, how you can then say this is the answer? Wenn es keine zwei gibt, wie kannst du dann sagen, das ist die Antwort? For every question and every answer, you need to divide in two. Für jede Frage und jede Antwort musst du aufteilen in zwei. And if there is no two, only one, Und wenn es keine zwei gibt, sondern nur eines, you have to count 1, 2, 3. It means there should be more than one. Then you can say it's 2 or 3 or 4. also wenn du bis 3 zählen kannst, dann bedeutet das, dass es mehr sind als eines. But there's no counting in this. Aber da kannst du nicht zählen.
So asking this question, who you are, only to somehow removing all your spokes, all your conditionings, all your beliefs. Sich diese Frage zu stellen, wer du bist, dient also dazu, all diese Speichen wegzumachen, all deine Glauben wegzumachen. But yes, you have to start just first step from your name. Okay, I am not this Mr. ABC or Miss ABC. Und du musst beim ersten Schritt anfangen und das ist bei deinem Namen. Ich bin nicht Herr ABC. Also not with your profession. Und auch bei deinem Beruf. Also not with your body, also not with your mind. Und auch nicht mit dem Körper oder mit dem Verstand. Not with any emotions. Und nicht mit irgendwelchen Emotionen. Then also not the energy what you have, the self, the soul. Und dann auch nicht die Energie, die du hast, die Seele, das Selbst. Yes, but that is the door. Aber ja, das ist die Tür, To going beyond that, um darüber hinaus zu gehen, to reach to the final hub. um am Ende anzukommen. And you can only reach to your final hub, not by walking here and there, Und dort kannst du nicht ankommen, indem du hier und dorthin gehst. Not by walking in one ashram to another ashram, one country to another country. Nicht indem du von einem Ashram zum nächsten oder von einem Land zum nächsten gehst. only when you start revealing yourself like onion, when you start taking out the pills of the onion. Sondern nur, wenn du anfängst, dich wie eine Zwiebel zu schälen, Haut für Haut. What you find at the end, Was findest du am Ende? when you reach to the final skin of this onion, what do you find in the inside? Wenn du bei der letzten Schicht, bei der letzten Haut der Zwiebel ankommst, was findest du im Inneren? Nothing, again space. Nichts, wieder Raum. They say that 99% in your body Man sagt, dass 99% in deinem Körper is only space. nur Raum ist. 99%. 99%. So we are in the space, and space in you, like same like a bubble in a water. So, wir sind also im Raum und Raum ist in dir, so wie eine Blase im Wasser. You have seen the bubble? Hast du eine Blase schon einmal gesehen? For a short, bubble can think, I am different than you. Und für kurze Zeit kann eine Blase denken, ich bin anders als du. Bubble can think, I have a different identity. Und die Blase kann denken, ich habe eine andere Identität. But bubble doesn't have any different identity. Aber die Blase hat keine andere Identität. It comes from the water, it will go and merge into the water. Sie kommt aus dem Wasser und wird wieder mit dem Wasser verschmelzen. So bubble has to find that river, that ocean. Die Blase muss also diesen Fluss, diesen Ozean finden. And where bubble can go to find. He doesn't have to book any ticket to go any another place, no? Und wo kann die Blase hingehen, um ihn zu finden? Sie muss kein Ticket buchen, um an irgendeinen anderen Ort zu kommen. Because he is already there. Weil sie schon da ist. Before the bubble's birth, the water was there. And during when he's alive, still water is there. And after the death, when the bubble is finished, again water is still there. Bevor die Blase geboren wurde, war das Wasser schon da. Und während sie am Leben ist das Wasser da. Und nachdem sie gestorben ist, wird das Wasser immer noch da sein. Here just need to simply understand. Du musst hier einfach nur verstehen. But like I said before, understanding is only possible when you do manan, when you think on. Aber wie ich zuvor gesagt habe, verstehen ist nur möglich, wenn du Manan machst, wenn du darüber nachdenkst. Yes, Katyani, tell me. You say to understand with our mind.
And we should to shut up our mind. Ich habe gefragt, wir sollen verstehen, dann ist auch wieder der Verstand dran. Wir sollen mit dem Verstand nicht so viel tun. Katyani. We need mind also. Wir brauchen den Verstand auch. We need real mind. Wir brauchen wahren Verstand. But we don't need psychological mind. Wir brauchen aber nicht den psychologischen Verstand. Our problem is not from the real mind, our problem comes from the psychological mind. Unser Problem kommt nicht vom wirklichen Verstand, unser Problem kommt vom psychologischen Verstand. When you drive a car, you need your mind. Wenn du Auto fährst, dann brauchst du deinen Verstand. Then you cannot say, I want to shut my mind and to drive car. Und dann kannst du nicht sagen, ich möchte meinen Verstand schließen und ich möchte ein Auto fahren. So for something you need your mind, and this is what you have to find. What do you need? What is really in reality and what is not real, only psychological. You know, like if you think. Yes, Chichi. Für manche Sachen, danke. Für manche Sachen brauchst du deinen Verstand. Und das ist das, was du herausfinden musst. Für manche Sachen brauchst du den wirklichen Verstand und nicht den psychologischen. And what is psychological mind? Und was ist der psychologische Verstand? What will I do if tomorrow is a Schnee? Zum Beispiel, was werde ich tun, wenn es morgen schneit? Yeah, this is psychological. Das ist psychologischer Verstand. There is no role of this kind of the mind in your life. Diese Art von Verstand, der hat keine Rolle in deinem Leben. But most of the time, most of the people, they are busy only with this psychological mind. Die meisten Leute sind aber die meiste Zeit nur mit diesem psychologischen Verstand beschäftigt. 99% people, more than maybe. Zu 99% der Leute, vielleicht sogar mehr. Unnecessary mind is busy or from tomorrow or from yesterday. Ist der Verstand unnötigerweise beschäftigt mit gestern oder mit morgen. So yes, you have to start your journey from your own mind, from your intelligence. Du musst also deine Reise bei deinem eigenen Verstand beginnen, bei deiner eigenen Intelligenz. But slowly, when you go more closer to yourself, wenn du dann aber ganz langsam näher zu dir selbst kommst, then it will start revealing to you. Dann wird es sich dir eröffnen. How can I understand if now my psychological mind on work or my real mind? Wie kann ich verstehen, ob jetzt in diesem Moment mein psychologisches Verstand jetzt am Werk ist oder mein wahrer Verstand? If the story, a dream, whatever is going on in you is related with just now, then is real, and if it is not related with now, that is psychological. Okay. Also wenn das, was in deinem Kopf gerade vorgeht, mit dem Jetzt zusammenhängt, dann ist es der wahre Verstand. Und wenn es mit gestern oder morgen zusammenhängt, dann ist es der psychologische. If your fear is coming from now, that is real, and if your fear is coming from past or future, that is psychological. Wenn deine Angst aus dem Jetzt kommt, dann ist sie wahr. Und wenn sie aus dem Gestern oder dem Morgen kommt, dann ist sie psychologisch. If your fear is coming or if your pain is coming from now, that is real, and if your pain or stress is coming because of the past or future, that is psychological. Und wenn dein Stress oder dein Schmerz aus dem Jetzt kommt, dann ist er wirklich. Und wenn er aus der Vergangenheit oder der Zukunft kommt, ist er psychologisch. Simple way to recognize. Es ist eine ganz einfache Art, das zu erkennen. Yes. But it's more useful when you ask this question your own and find your own, not according to me, not according to any another book.
Und es ist hilfreicher, wenn du dir diese Frage selbst stellst und auch die Antwort selbst findest. Nicht entsprechend mir oder meiner Aussage oder entsprechend so, wie es in irgendeinem Buch steht. That's the reason I don't like to give you more details. Und das ist der Grund dafür, warum ich dir nicht mehr Details geben möchte. Because your mind is so clever, then again it will start copying all these things. Weil dein Verstand so schlau ist, er wird all diese Dinge kopieren. Then again you will start go with the help of the map. Und dann wirst du wieder mit Hilfe einer Karte gehen. You have to find your own, Das musst du selbst herausfinden, with your own experience. mit deiner eigenen Erfahrung. Gut. Is it clear to you, Anajoti? What is not clear? Tell me. I see the space, also ich sehe den Raum. Aber die Frage verschwindet. The question disappears. Yeah. What is wrong? Also was ist Falsches daran? Wenn da nur Raum ist, wie kann es diese Frage überhaupt geben, wer bin ich? So when there's only space, how can this question, who am I, exist? Find yourself. Finde das für dich selbst heraus. Keep continue asking. And whatever answer comes, again think twice. Stell dir die Frage immer wieder und egal welche Antwort kommt, denke zweimal darüber nach. Like I said, I can answer you, but that answer is not going to help you. Wie ich gesagt habe, ich kann dir antworten, diese Antwort wird dir aber nicht helfen. Keep continue ask the same question every day, 10 to 20 minutes, 1 hour, 2 hours, whatever you can. Stell dir diese Frage jeden Tag 10 bis 20 Minuten, 1 Stunde lang, solange du kannst. And no need to be in a hurry to get answer. Und du musst auch keine Eile haben, eine Antwort zu bekommen. But keep continue ask this question. Aber stell dir diese Frage immer wieder. And slowly, You will find how onion is just revealing its own skin. Und ganz langsam wirst du herausfinden, so wie eine Zwiebel ihre eigene Schale abschält. If I give you answer, if I say there is no answer, it's not going to change you. Wenn ich dir eine Antwort gebe, wenn ich sage, es gibt keine Antwort, dann wird dich das nicht verändern. So better find your own. That can change you. Es ist also besser, dass du sie selbst herausfindest. Das kann dich verändern. Then you will enjoy your life in more deep. Dann kannst du dein Leben viel tiefer genießen. Now you are spending your life, not enjoying. Somehow you're passing your time. Jetzt verbringst du dein Leben. Du genießt nicht. Du bringst irgendwie die Zeit rum. Somehow you're busy from 9 to 6 job, for the family things, from here and there. You're busy. You're passing your time. Du bist beschäftigt von 9 bis 6 mit der Arbeit und danach mit Dingen, die die Familie betreffen. Du verbringst deine Zeit irgendwie rum. Where is your enjoyment? Wo bleibt dein Genießen? Only on weekends. Nur am Wochenende? And if weather is not good, then again gone. The next weekend. Und wenn das Wetter nicht gut ist, dann ist es schon wieder vorbei. Dann
vielleicht nächstes Wochenende. This is the life how you are enjoying. This is the way to live the life. Ist das Leben, wie du genießt? Ist das die Art und Weise, wie man sein Leben leben sollte? You're not enjoying because you don't know who you are. Du genießt nicht, weil du nicht weißt, wer du bist. And knowing who you are doesn't mean that you will have to leave your friends, your job, your home, your country. Nothing is like that. Und zu wissen, wer du bist, bedeutet nicht, dass du deine Familie, deine Freunde, deinen Job oder dein Land verlassen musst. I will tell one small story. Und ich werde noch eine kleine Geschichte And if erzählen. you can understand in deep, that will help you. Und wenn du das tief verstehen kannst, dann wird dir das helfen. There was a Zen master. Es war einmal ein Zen-Meister. After enlightenment, his disciple asked, what kind of changes you are realizing or feeling now? What is new in your life? Und nach seiner Erleuchtung hat sein Schüler gefragt, welche Veränderungen spürst du jetzt? Was ist neu in deinem Leben? What do you do now? Was tust du jetzt? He said nothing. Und er hat gesagt, nichts. Before I was chopping the wood, again I go and chop the wood. Zuvor habe ich Holz gehackt und jetzt hacke ich auch Holz. Before I was used to just take water from the well, now I also do the same. I go and take water from the well. Und zuvor habe ich Wasser aus dem Brunnen geschöpft und jetzt mache ich dasselbe. Ich schöpfe Wasser aus dem Brunnen. Yes, but one thing will be totally different. One thing is totally different. Aber eine Sache ist völlig anders. Before I was doing as like a deep sleep person. Zuvor habe ich das getan wie eine Person, die sich im Tiefschlaf befindet. Like a zombie, Wie ein Zombie, like a machine. wie eine Maschine. But now I am doing everything with my awareness. Aber jetzt tue ich alles mit Achtsamkeit. Now I am aware. Jetzt bin ich achtsam. And this awareness is the important. Und diese Achtsamkeit ist wichtig. This awareness gives bliss to you. Diese Achtsamkeit gibt dir Seligkeit. And that's the reason, doesn't matter what you are doing, if you are aware, that is enough. Und das ist der Grund dafür, dass egal was du tust, wenn du achtsam bist und dir dessen bewusst bist, dass das dann genug ist. And when you are aware, it is impossible to do anything wrong. Und wenn du achtsam bist, dann ist es unmöglich, irgendetwas falsch zu machen. Impossible. Unmöglich. And nothing is wrong in this world in reality. It's only wrong because we are doing without awareness. In Wirklichkeit ist nichts falsch auf dieser Welt. Es ist nur falsch, weil wir es ohne Achtsamkeit tun. But some people are fighting for the heaven, some people are fighting for the religion, some people is fighting for the country or this or that. Only they are just connected with the mind outside. Aber manche Leute kämpfen für den Himmel oder für die Religion oder für das Land. Und sie sind nur mit ihrem Verstand im Außen verbunden. So when you realize who you are, you will enjoy your daily life much more deeper and beautiful way. Wenn du erkennst, wer du bist, wirst du dein tägliches Leben viel tiefer und auf viel schönere Art und Weise genießen. Then you will also enjoy your stress. Und dann wirst du auch deinen Stress genießen. You will also enjoy your pain then. Und dann wirst du auch deinen Schmerz genießen. Knowing yourself doesn't mean that you will have only the goody life outside, the beautiful life outside. Dich selbst zu kennen bedeutet nicht, dass du nur die guten Dinge hast in deinem Leben.
your way of thinking will be different. Your way of accepting the life will be different. Deine Art zu denken wird anders sein. Deine Art, das Leben anzunehmen, wird anders sein. This is what they say in Hindu philosophy. Aham Brahmasmi, I am the universe. Und das ist es, was sie in der Hindu-Philosophie sagen. Ich bin das Universum. When you start finding yourself in everything and everything in you, Wenn du anfängst, dich selbst in allem zu finden und alles in dir, then this realization comes. I am the universe. dann kommt diese Erkenntnis. Ich bin das Universum. Don't you think every single drop is the part of the ocean? Denkst du nicht auch, dass jeder einzelne Tropfen ein Teil des Ozeans ist? Even it's wrong to saying the part of the ocean. Actually, every single drop is the ocean. Und eigentlich ist es falsch zu sagen, ein Teil des Ozeans. Eigentlich müsste man sagen, jeder einzelne Tropfen ist der Ozean. So don't worry about your mental drama. Mach dir also keine Gedanken über dein geistiges Drama. There's no need to give too much importance to your film. Deinem Film musst du nicht zu viel Wichtigkeit beimessen. All is drama. Alles ist Drama. There. And when two friends meet, only sharing their new episode to each other. Und wenn zwei Freunde sich treffen, dann teilen sie sich nur gegenseitig ihre neuen Episoden mit. Yeah. Every time new episode come in television, so you also share your new episode. What happened with me? What happened with you? Und jedes Mal kommt im Fernsehen eine neue Folge und du teilst also auch nur deine neue Folge mit. Otherwise, what Was do you ist mit dir think? geschehen? Was ist mit mir geschehen? Your friend has invited you for coffee or for beer? No. No one has invited you for coffee and beer. Everyone has invited you to just throw his or her new episode on you. Niemand lädt dich zum Kaffee oder zum Bier ein. Jeder lädt dich nur ein, um seine neue Episode, seine neue Folge auf dich zu werfen. Whatever they collect as a dust, All das, was sie an Staub ansammeln. whole day, whole week, whole month, they meet and throw on others. Den ganzen Tag, die ganze Woche oder den ganzen Monat. Dann treffen sie sich und werfen es sich gegenseitig vor. Hin. And you call this friendship? Und das nennst du Freundschaft. And when someone is not taking your dustbin, then you said you are not my good friend. Und wenn jemand diesen Staub nicht nimmt, dann sagst du, du bist nicht mein guter Freund. Then you say you're not listening to me. Dann sagst du, du hörst mir nicht zu. You're not helping me. Du hilfst mir nicht. Yeah. Be careful. Sei vorsichtig Enjoy. und genieße. Yes, Chaitanya. Little bit you can share this. Still, is there anything or Gema? Gibt es noch etwas?
Yes, Lucas. During Satsang, something came up, like I wanted to, or my mind started and said, okay, I want to come to you and say I want to be free before you go in another country, because you said. And actually then I asked, who wants to be free? And freedom from all the identities, freedom from your ego. Freiheit von all den Identitäten, Freiheit von deinem Ego. But you have to also ask in German, then they will understand answer also. Also während dem Satsang kam so in mir hoch, okay, ich will Guruji dann noch sagen, ich will frei sein, bevor er geht, weil er irgendwie jetzt nächstes Jahr, glaube ich, irgendwo anders hingeht. Und dann bin ich sozusagen wieder in den Film eingestiegen so ein bisschen und habe mich dann gefragt, okay, wer will eigentlich frei sein? Gibt es den eigentlich? Nothing is there to be get free. You are already free actually. Nichts ist da, was frei werden kann. Du bist schon frei. But I don't have any another words to use. Aber It's a weakness of this language. Ich habe keine anderen Worte, die ich gebrauchen könnte. Das ist eine Schwäche der Sprache. Because you have collected so many skins, so many onion layers. Weil du so viele Schichten angesammelt hast. So many identifications. So viele Identifikationen. To get free from these words, this identity. Frei zu werden von diesen Worten, von diesen Identitäten. Is freedom is not like that you have to break something or to do something extra outside. Freiheit ist nicht, dass du irgendetwas durchbrechen musst oder dass du etwas extra im Außen tun musst. All your, you can say the foundation. All deine Begrenzungen. Is in your mind. Sie sind in deinem Verstand. All your foundation. All deine Begrenzungen. It's not like somebody else has from outside just catch you and cover you with a whole chain. Es ist nicht so, dass dich jemand anderer gefangen hat und in Ketten gelegt. If you have any single identity, wenn du eine einzige Identität hast, you're not free. Dann bist du nicht frei. You just have to get freedom from this thing. That's it. Just which is in your mind and which is not real in reality. Du musst nur frei werden von diesen Dingen, die in deinem Verstand sind und die in Wirklichkeit nicht wahr sind. This now is real. Dieses Jetzt ist wahr. Enjoy this. Genieße das. And when you are in this now, you don't have to look anything. You don't have to find any question. You don't have to find any answer. Und wenn du in diesem Jetzt bist, dann musst du noch gar nicht suchen. Du musst nach keiner Frage suchen und du musst keine Antwort finden. You are here and now. Du bist im Hier und Jetzt. With your totality. In Gänze. With your fully awareness. Mit deiner ganzen Achtsamkeit. And that is the enlightenment. Und das ist Erleuchtung. When you live here and now. Wenn du im Hier und Jetzt lebst. There's no foundation from the nature side to you. Die Natur hat dir keine Begrenzung gegeben. Even they are interrelated, connected, but still every single thing is totally free. Und obwohl sie gegenseitig verbunden sind, ist dennoch jedes einzelne Ding völlig frei. It's totally free. So everyone is free. Jeder ist also frei. But you have wear your own chain and you have captured your own
you have bounded yourself, you're wrong. Aber du selbst trägst deine eigenen Ketten und du hast dich selbst gefangen und eingeschränkt. So if you have bounded yourself, you're wrong. Wenn Then du, dich, naturally, who has to break this? wenn du dich also selbst begrenzt hast, wer muss das dann durchbrechen? And then you're expecting that Buddha or Jesus should come and break this chain. Und dann erwartest du, dass Buddha oder Jesus kommt und das durchbricht. No, you have to break your own. Du musst das selbst durchbrechen. When you are with this foundation, you are like non-Buddha. When you are free from this foundation, you are Buddha. Wenn du diese Begrenzung hast, dann bist du kein Buddha. Und wenn du frei bist von dieser Begrenzung, dann bist du ein Buddha. Yes. Yeah, I listened to a podcast today, and it was about like what's it called, like how to be a real man, like, and something resonated with me, and so, and that confused me because I felt, I don't know, I felt this strength after it, and at the same time I know I'm beyond this still. I mean, I am a man, but at the same time I'm not. Yeah. So you are a man or you are not a man? First tell me this. I'm not. No, that was a joke. I know. Also ich habe einen Podcast gehört über, es ist so sozusagen, was ist ein echter Mann so, und auch ist auch so spirituell angehaucht, aber es hat mir auch Kraft gegeben, das so zu hören, und deswegen war ich so ein bisschen verwirrt, weil ich eigentlich weiß, ich bin dahinter. Also ich bin zwar schon ein Mann, aber eigentlich bin ich kein Mann. So. Also das kommt alles danach. Mann und Frau, und gleichzeitig hat mir das aber irgendwie Kraft gegeben. So. Und jetzt, and now when I feel it and I'm here and it's clear, so now I don't care how a man has to be or what it means to be a man. It's like, yeah, I understand. Look, all is ego. Okay, I'm a man, or you are not a man, or I'm a woman. These all are the ego. All das ist Ego. Ich bin ein Mann oder eine Frau oder ich bin kein Mann. And whenever you keep yourself separate, I am this or I am that, Und immer wenn du dich getrennt hältst, ich bin dies oder ich bin jenes, in that moment you become alone. in diesem Moment wirst du allein. Only in that moment you become alone. Nur in diesem Moment wirst du allein. Whenever you decide I am better than you become separate. Immer wenn du entscheidest oder beschließt, ich bin besser als du, wirst du wieder allein. So whenever you are focusing on any kind of identification, doesn't matter it's physical or mental, Immer wenn du dich auf irgendeine Art von Identifikation konzentrierst, egal ob körperlich oder geistig, you are going far from yourself. dann entfernst du dich von dir selbst. In reality, if there is any male and female, In Wirklichkeit, wenn es da etwas gäbe wie weiblich oder männlich, then self, the energy which is in heart, that is the real man, and every single spoke is like a female. dann wäre das Selbst, diese Narbe, das wirklich Männliche und jede einzelne Speiche wäre das Weibliche. Every single creature, doesn't matter it's tree, animal, they are all the females. Jede einzelne Kreatur, ganz egal ob ein Tier oder ein Baum, all das wäre weiblich. Here feminine doesn't mean the body, here feminine means the receptiveness quality. Who is ready to receive? Weiblich bedeutet hier nicht im körperlichen Sinne, sondern im Sinne von empfänglich sein, empfängliche Qualitäten zu haben.
That is the quality what every single person should need. Das ist die Qualität, die jede einzelne Person braucht. To receive, that's a symbol. When the woman is pregnant, that is the symbol. Okay, that women can receive, the feminine can receive this. Zu empfangen. Und wenn eine Frau schwanger ist, ist das ein Symbol. Das Weibliche kann empfangen. If you want to divide the male and female. Wenn du es aufteilen möchtest in weiblich und Otherwise, männlich. it's all the game of the mind. Und andernfalls ist das alles ein Spiel des Verstandes. Game of ego, mind, all these things. Ein Spiel des Verstandes und des Egos. So there's nobody to listen to, actually. There's nobody? I mean, everyone actually who is talking to me or wants to give me some advice is like, Don't need to. No. Don't. That's what I said in the starting. yeah, If you're still giving importance to world, yeah. it means anyone can come and influence you. Anyone can from outside. First stage too. Good. Don't need to listen any advice. Just take it, think on that deeply, and find the real answer in you. Du musst also auf keinen Rat hören. Nimm es einfach, denke darüber nach, wirklich tief, und dann finde die wahre Antwort in dir. It's not like you listen it and copy it and paste here in your mind. No. Es ist nicht so, dass du es hörst und dann kopierst du es und du fügst es im Verstand wieder ein. When you are when you are doing pasting all here, that is wrong. Wenn du das tust, dann ist das falsch. But if something comes and you are thinking on that and going deeper, Wenn aber etwas kommt und du denkst darüber nach und gehst tiefer damit, then you will disappear and the person will disappear who give you this advice or answer. und dann wirst du verschwinden und die Person wird verschwinden, And die dir diesen Rat oder diese Antwort only gegeben the hat. self, the soul, the existence, the universe, the Brahman, this energy will be there. Und nur das Selbst, die Seele, die Existenz, das Universum, der Brahman wird da sein. And that is our whole journey. Und das ist die Reise von jedem von uns. But the problem, there is no any another way to explain. Das Problem ist aber, es gibt keinen anderen Weg, das zu erklären. When two Buddhas are there, they will not speak anything. Wenn zwei Buddhas da sind, dann werden sie gar nichts sprechen. There's no need to. Es gibt keinen Grund dazu. There's no need to speak. Es gibt keinen Grund zu sprechen. Because all the question and answer again from the same mind. Denn all die Fragen und Antworten kommen wieder vom selben Verstand. It's like you're saying to left hand, he come fight with the right hand, and right hand is fighting with the left hand. Who's going to win, left or right? Es ist so, wie wenn du zur linken Hand sagst, kämpfe mit der rechten, und zur rechten kämpfe mit der linken. Wer wird da gewinnen? Who's going to win? No one can be. No one can win in this fight. Niemand kann diesen Kampf gewinnen. So in your question and answer the same. Und in dir sind Frage und Antwort das Gleiche. Bring yourself more in the moment, more in the present. Bring dich selbst mehr in den Moment, mehr in die Gegenwart. And whatever you are doing, do with totality. That is more than enough. Alles, was du tust, tu das vollkommen, tu das in Gänze. Und das ist mehr als genug. Have patience. That's it. Hab Geduld, das ist alles.